Hallo, hier ist Muho. Gestern ging es am Ende um die Frage, wer der Verursacher des Jetzt ist, ne, oder was der Hintergrund des Jetzt sein könnte. Die nächste Frage hat ein bisschen etwas damit zu tun. Hallo Muho, ich übe auch Sazen und habe selber schon in der Psychiatrie gearbeitet. Dort habe ich mehrere Menschen getroffen, die durch Meditation in eine Psychose geraten sind. Ich schreibe diese Psychose in Anführungsstrichen, weil ich im näheren Gespräch mit diesen Personen den Eindruck hatte, sie wären erwacht, haben aber den Weg auf die Ebene, in der wir uns mit Ich und Du ansprechen, nicht zurückgefunden. Interessanterweise waren es nämlich durchgängig Menschen, die ohne Lehrer praktizierten, also auch keine Anleitung hatten, wie mit der Erfahrung von Leerheit umzugehen ist. Meine Frage ist daher, gibt es wirklich einen Unterschied zwischen Psychose und Erwachen? Und wie stellt man diesen fest? Oder sind dies bloß Menschen, die mit ihrem Erwachen nicht umgehen konnten? Ich fände es gut, wenn Zen-Meister mit in der Psychiatrie arbeiten würden, damit solchen Patientinnen geholfen werden kann, ihre mystischen Erfahrungen in ihr Leben zu integrieren. Meistens werden sie leider nur mit Psychopharmaka vollgestopft. Was hältst du davon? Okay, zunächst mal die zentrale Frage hier, gibt es einen Unterschied zwischen Psychose und Erwachen? Klar, ne? Es sei denn, man versteht Erwachen als diesen Zustand, in dem man Zeit nicht mehr versteht und in dem Worte wie ich und du keinen Sinn mehr machen. Ne? Also absolute Realität, absolute Wahrheit, wo man die relative Wahrheit nicht mehr versteht und der sogenannte gesunde Menschenverstand keinen Sinn mehr macht. Ne? Wenn das Erleuchtung sein soll, dann ist es tatsächlich eine Psychose, würde ich sagen. Ne? Aber das, was wir im Zen Erleuchtung nennen, ne, das ist das Absolute im Relativen, das Relative im Absoluten, so wie im Herz-Sutra, wo es hieß, Lehre ist Form, Form ist Lehre. Also nicht reine Lehre, wo es keine Form mehr gibt, ne, sondern im Jetzt gibt es Zeit und in der Zeit gibt es Jetzt. Ne, und man weiß durchaus noch, was Leute meinen, wenn sie sagen, ich liebe dich, ne, oder ich hasse dich. Erleuchtet sein bedeutet nicht zu sagen, ich verstehe gar nicht, was du sagst, wenn du ich oder du sagst. Ich verstehe nicht, was du meinst, wenn du sagst, lass uns morgen um 12 Uhr am Bahnhof einen Kaffee miteinander trinken. Ne? Das heißt, so ausgedrückt, Psychose wäre, wenn jemand nur noch die absolute Wahrheit sieht und so wie in der Frage davor dann vielleicht befreit ist von seiner Sozialphobie und auch keine Zukunftsangst mehr hat, weil er überhaupt nicht versteht, was Zukunft bedeutet, aber im Alltagsleben nicht mehr zurechtkommt, weil Pronomen wie ich und du keinen Sinn mehr machen und die Zeit keinen Sinn mehr macht. Ne? Und ja, Drogen können einen wahrscheinlich sehr schnell an diesen Punkt bringen. Und manche Leute sagen, Drogen, das kann eine Abkürzung sein zur Erleuchtung. Ne? Man muss dann hinterher dann noch natürlich wieder runterkommen von diesem Berg, ne, der Erleuchtung. Aber warum nicht einen Helikopter nehmen, der einen erstmal auf die Bergspitze bringt? Ne? Aber eben aus den Gründen, ne, die hier beschrieben werden, ist das auch gefährlich. Ich würde niemanden dazu raten. Und
Ob man jetzt Zen-Meister in der Psychiatrie haben sollte, vielleicht, aber die müssten gut geschult sein. Ich würde mir das wahrscheinlich nicht zutrauen. Ne? Also es gab einen, Gott sei Dank nur einen Fall, vor inzwischen schon fast 10 Jahren in Antaiji. Da wurde gerade mein jüngstes Kind geboren. Das war eine schwierige Geburt, eine Notoperation. Ne? Das war im Winter, Anfang Februar. Eigentlich sollte der erst Ende Februar zur Welt kommen, aber da gab es Komplikationen. Meine Frau fuhr zu einem Check ins Krankenhaus und da sagte der Arzt, nee, wenn wir nicht heute die Operation machen, das Kind überlebt nicht im Mutterleib. Ne? Und da rief mich der Arzt an aus der nächsten Kreisstadt. Und ich hatte meine Frau schon seit Wochen nicht mehr gesehen, weil im Winter, Antalya ist durch den Schnee von der Außenwelt abgeschlossen. Das heißt, meine Frau lebte mit meinen anderen beiden Kindern, wie jedes Jahr, seit Anfang Dezember von mir 10 Kilometer getrennt im Dorf, unten am Berg. Ne? Aber wie gesagt, 10 Kilometer sind zwar nicht so weit, aber man kommt da nicht so schnell runter bzw. hoch. Ne? Aber okay, ich musste da natürlich auch runter, um meine Frau zu sehen im Krankenhaus und auch um mich um die beiden älteren Kinder zu kümmern. Ne? Also ging ich runter mit Schneeschuhen. Der Rest der Gemeinschaft begleitete mich, ne, und ich sagte dann Tschüss und meldete mich dann telefonisch, ja, um zu berichten, ja, es ist alles ganz gut gegangen mit der Operation. Mein Sohn musste dann noch für 4 Wochen oder so in der Intensivstation im Brutkasten sein, aber es ging ihm dann gut. Ne? Aber als er im Brutkasten war und ich dann immer täglich die beiden Älteren in die Schule brachte und dann meine Frau besuchte im Krankenhaus und dann meinen Sohn im Brutkasten, ne, rief mich dann die Echo irgendwann mal an, die jetzt die Äbtissin ist, die neue Äbtissin in Antalya. Wir haben ein Problem. Ne? Ähm, Einer der Mönche ist ein bisschen komisch, ne? Der verhält sich ein bisschen komisch. Ne? Und ich sagte, ja, was erzählst du mir? Ne? Also, das kenne ich. Wer von uns wäre nicht ein bisschen komisch? Ne? Du und ich, wir sind ja auch ein bisschen komisch. Und sie sagte, nee, ne? Der läuft hier nackt im Kloster rum und springt aus dem Fenster raus in den Schnee und schlägt um sich und erzählt uns, dass er erleuchtet sei. Ne? Da sagte ich, oh, oh, und ja, wo ist er jetzt? Und da sagte sie, ja, jetzt liegt er gerade hier in der Ecke vom Zimmer am Ofen. Ne? Wir mussten den fesseln, damit er niemanden verletzt und sich auch nicht verletzt. Ne? Und ein paar Tage später wurde er dann mit dem Hubschrauber in ein anderes Krankenhaus, das in der Nähe des Krankenhauses war, wo mein Sohn da in der Intensivstation im Brutkasten lag. Ne? Das heißt, ich sah ihn dann immer, meinen Schüler, in der Nervenheilanstalt und meinen neugeborenen Sohn auf der Intensivstation, 2 verschiedene Krankenhäuser. Und mein Schüler glaubte, dass er erleuchtet war. Ne? Und dass der Weltuntergang kurz bevorstand, dass es aber seine Aufgabe war, das abzuwenden und er würde jetzt am nächsten Tag aus dem Fenster fliegen, um die Welt zu retten, und könnte ich ihm doch bitte vielleicht noch Dharma-Übertragung geben, bevor er dann auf seine Mission geht. Ne? Ähm, und es waren dann letztlich Psychopharmaka, ne, die ihn dann wieder runterbrachten. Ne? Also leider auch ich hatte da jetzt nicht die Antwort. Natürlich habe ich ihm gesagt, nee, das ist nicht Erleuchtung. Ne? Du glaubst das zwar, aber das ist nicht Erleuchtung, Junge. Ne?
Insofern, wenn es ja da ein Patentrezept gäbe vom Zen aus, ne, wie man Leute mit einer Psychose runterbringt wieder von ihrer Wolke der absoluten Wahrheit, des ewigen Jetzt, des kosmischen Ichs, ne, das kein Du mehr kennt und kein Morgen. Das wäre schön, ne, aber einfach ist es nicht. Ne? Die Leute einfach nur mit Psychopharmaka stumm zu schalten, kann natürlich auch keine Lösung sein. Ne? Aber schwierig, schwierig, schwierig. Ne? Deshalb, ich kann niemanden zu Drogen raten, was ja auch sowas ist wie Psychopharmaka ohne ärztliche Betreuung. Ne? Ich rate niemanden dazu, mit Drogen zu experimentieren, in der Hoffnung, dass ihnen das schneller zur Erleuchtung bringt. Und genau aus dem Grund ist es auch gut, einen bodenständigen Meister zu haben, ne? Und idealerweise Teil einer Sangha zu sein, wo das gemeinsame bodenständige Leben sowie ein Antaishi Teil der Praxis ist. Ne? Denn dann passiert es selten, aber selbst in Antaishi, damals im Schnee, ist es mal passiert, ne? Dass Leute ausflippen. Ne? Okay, so viel zu heute. Ne? Da gab es unter diesem Kommentar noch einen anderen, aber ich fürchte, heute reicht die Zeit nicht dazu. Morgen werde ich den vorlesen. Ne? Bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen.